Die RS Collection von Squala. Ich hatte eine Woche Zeit, Warthose, Wartjacke und Wartschuhe wirklich intensiv beim Lachsfischen zu testen und gebe euch meinen Eindruck über diese Premium-Wartbekleidung aus den USA. Die RS-Warthose ist im Line-Up von Squala das Flaggschiff, also das teuerste Produkt, und das merkt man an vielen, vielen Ecken und Enden. Denn hier haben sich die Produktentwickler wirklich viele Gedanken zur Materialauswahl, Zusammenstellung und den verschiedenen Details dieser Warthose gemacht, und genau darauf kommt es ja letzten Endes beim Fischen an. Fangen wir mal mit der Front an. Auf der Front im oberen Bereich sehen wir natürlich zunächst den langen YKK Frontzipper. Wir wissen, der YKK hält euch hundertprozentig trocken, hält die Hose hundertprozentig dicht, und ihr seid bestens geschützt und kommt schnell und einfach in die Warthose rein oder raus. Das Ganze ist wirklich massiv, super pflegeleicht, und hier oben nochmal der Zip versteckt mit dieser kleinen Lasche mit Druckverschluss. Das ist nochmal ein kleines, cooles optisches Feature, damit der Reißverschluss hier nicht rumbaumelt. Ja, dann, ihr seht schon, die Taschen vorne abgesetzt mit diesem leichten Mesh-Material. Das Ganze ist also leicht dehnbar, sodass ihr auch hier vorne große Fliegenboxen unterbringen könnt. Das Ganze dehnt sich etwas und passt sich dem Inhalt an, ohne aber dick aufzutragen. Ihr habt auf jeder Seite eine Tasche mit Reißverschlusszugang. Achtung, die Reißverschlüsse sind nicht wasserdicht. Und zusätzlich, und das finde ich natürlich immer besonders cool, habt ihr auf jeder Seite eine große Handwarmer-Pocket. Die ist auf der Innenseite nochmal mit einem Microfleece gefüttert, sodass ihr auch bei kalten Tagen hier eure Hände bei Bedarf aufwärmen könnt. Das Ganze wird natürlich mit einem Reißverschluss geschlossen, sodass ihr bei Bedarf auch hier nochmal zusätzliche Kleinteile sicher verstauen könnt. Das also die Taschenanordnung auf der Front, wirklich cool gemacht, optisch super gelöst, und so Kleinigkeiten fallen einem sofort wieder ins Auge. Hier dieses Laminat auf der Außenseite, das ist nicht einfach nur aufgeklebt, sondern hier alles schön verschweißt. Das sieht nicht nur cool aus, sondern das ist auch wirklich langlebig und sehr, sehr robust. Ja, weiter geht's mit dem Trägersystem. Ein Trägersystem, was Squala selber entwickelt hat, was wir so bei anderen Marken nicht finden. Rein optisch, erstmal fällt es gar nicht so sehr ins Auge, weil alle kleinen Details versteckt sind. Zum Beispiel die Verstellmöglichkeiten sind hier im Inneren, also werden hier quasi versteckt, sodass hier auch nichts hängen bleibt, dass man nirgendwo sich mit der Fliegenschnur verheddern kann. Also alles ist hier schön versteckt und clean angeordnet, und ihr habt eben die Möglichkeit auf der Vorderseite mittels dieser Metallhaken das Ganze zu justieren, und das Gleiche finden wir auch auf der Rückseite, damit ihr die Hose nochmal auf euren Körper einstellen könnt. Was mir beim Tragen besonders gut gefallen hat, ist, dass die Träger sehr breit sind und dass wir im Nacken diese breitere Partie haben, sodass man die Hose eigentlich überhaupt nicht spürt beim Tragen. Es ist wirklich sehr komfortabel gelöst und einfach optisch auch nochmal eine coole andere Nummer, als wir es von vielen anderen Warthosen kennen. Ja, dann auf der Innenseite im oberen Teil, auch das nochmal ein kleines Detail, was ich sehr cool finde, sehr praktisch. Ihr habt die Möglichkeit, die Warthose hier oben auf beiden Seiten zu raffen, und dann mit einem Druck hier auf den Knopf könnt ihr das Ganze wieder lösen, sodass ihr wirklich hier schnell die Hose an eure Körperform, zum Beispiel wenn ihr mehr Layer anhabt, ein bisschen breiter schneiden, oder bei der Sommerfischerei, wenn es warm ist, das Ganze ein bisschen enger ziehen. Also so, wie ihr es haben wollt, und alles schnell wieder justierbar dank dieses kleinen Druckknopfes. Ja, last but not least haben wir natürlich einen sehr massiven, qualitativ hochwertigen Neopren-Wartgürtel, sehr breit geschnitten, sehr stabil, und auch hier wieder ein kleiner Unterschied. Ihr habt die Möglichkeit, den Wartgürtel einfach mittels dieser beiden Laschen durch Zug anzupassen. Das ist auch cool gelöst. Also ihr könnt wirklich mit einem Zug den Wartgürtel festziehen, und jetzt drehe ich die Warthose einmal rum, denn das ist wirklich innovativ. Auf der Rückseite, ihr seht,
der Wartgürtel ist in die Hose integriert und er wird hier hinten breiter und wenn ihr den Gürtel auf Zug bringt, habt ihr hier hinten, man erkennt es leicht, in der Hose innen drin eine Unterstützung für euren Lendenwirbelbereich im unteren Rücken und das heißt, wenn ihr den Wartgürtel auf Spannung bringt, habt ihr hier einen Support im unteren Teil eures Rückens. Das hilft natürlich für lange Tage am Wasser, wie wir es hier beim Lachsfischen hinter uns haben und stabilisiert nochmal euren Rücken, wenn ihr viel am Wasser unterwegs seid. Also das nochmal wirklich innovativ, habe ich so noch nicht gesehen. Eine sehr coole Lösung, wie ich finde, super angenehm zu tragen. Ja, im unteren Teil haben wir die 4 mm Neopren Booties, anatomisch geformt. Im Inneren, das ist auch noch mal cool, sie sind leicht gefüttert und auf der Innenseite sind Neoprenfüßling und Warthose versehen mit einer Art Imprägnierung gegen mikrobakterielle Geruchsentwicklung. Also das heißt, die Hose wurde noch mal mit einem Treatment versehen, sodass sich hier keine unangenehmen Gerüche bilden. Das ist schon mal sehr cool und sehr cool ist vor allen Dingen auch, schaut euch mal diese massiven Gravel Guards hier an. Ich habe am Anfang gedacht, es wäre Leder, weil es so robust ist. Es ist so eine Art Gummimaterial, also wirklich massiv. Hier wird auf keinen Fall irgendetwas kaputt gehen. Hier das Material super verarbeitet. Hier haben wir nochmal ein etwas elastisches Material, wo auch das Wasser abfließen kann. Und apropos Wasser abfließen, hier oben habt ihr auch nochmal so eine kleine Drainage. Und hier kann das Wasser dann durch den kompletten Gravel Guard nach unten wieder ablaufen. Das heißt, hier sammelt sich kein Wasser in der Warthose. So viel zur Außenseite der Hose. Ihr seht, das Design wirklich modern, minimalistisch, aber eben im Detail sind wir überrascht über die vielen coolen Funktionen, die hier bei der Warthose verbaut wurden. Und last but not least, apropos verbaut, ist aber natürlich das Material der Warthose entscheidend, wenn es um Haltbarkeit, Langlebigkeit und so weiter geht. Und hier hat Squaller das Beste vom Besten gewählt. Das Material ist vierlagig, sowohl im unteren Bereich als auch im oberen Bereich, ist aus 100% Polyester gefertigt und bei der Haptik, man merkt es, es ist ein sehr festes Material, hat dort trotzdem eine sehr weiche Oberfläche. Man merkt, dass Squaller hier Wert darauf gelegt hat, dass die Warthose gegen kleine Durchstiche und so weiter, wenn man zum Beispiel durchs Gebüsch läuft, bestens geschützt ist. Sie haben also hier ein Material genutzt, was euch lange Jahre am Wasser begleiten wird. Die RS-Serie insgesamt ist ja für Fliegenfischer gemacht, die keine Kompromisse eingehen wollen und die beim Fischen sich 100%ig auf ihre Wartbekleidung verlassen möchten. Und das merkt man auch bei der Materialzusammenstellung der RS von Squaller. Ein letztes kleines Feature auf der Innenseite zeige ich euch noch. Und zwar auch hier abgesetzt habt ihr nochmal zwei, auf jeder Seite eine kleine Reißverschlusstasche. Hier könnt ihr zum Beispiel euer Mobiltelefon, euren Schlüssel unterbringen und habt so alles bestens geschützt am Mann. Insgesamt muss ich sagen, dass ich von der RS von Squaller mega überzeugt bin. Sie ist in Sachen Tragekomfort wirklich mit das Beste, was ich jemals getestet habe. Ist super bequem, man kann sich den ganzen Tag darin bewegen. Das Shoulder-Harness hier, dieses Schultersystem, ist super bequem zu tragen. Die Taschen sind wirklich genial, gerade in Kombination mit der Wartjacke, denn ich nehme es einfach schon mal vorweg, ein separates Video zu unserer Wartjacke findet ihr ebenfalls bei uns. Die Wartjacke hat nämlich nochmal zwei große Taschen, sodass ihr auch im strömenden Regen, ohne die Jacke zu öffnen, von außen an eure Warthose rankommt. Das ist nochmal richtig cool, gerade also diese Kombination finde ich super gelungen. Und apropos Kombination, auch die Farbcodes bei Squaller überzeugen mich komplett. Also das Ganze sieht extrem modern aus, die Farben passen super cool zusammen, sind ja alle so ein bisschen gedeckter mit einem Graustich mit drin, sieht einfach extrem lässig und cool aus und finde, ist wirklich eine der schönsten Farbcodes, die ich bei Wartbekleidung bisher gesehen habe. Ja, noch als abschließender Tipp, unbedingt immer die richtigen Layer anziehen. Auch da werdet ihr bei uns und bei Squaller fündig. Die 350er Serie aus der Thermo-Kollektion von Squaller, das ist mein Tipp in Kombination mit der Wartbekleidung.
Oder wenn es ein bisschen dünner sein darf, hier der Base Layer von Squala und damit seid ihr dann wirklich perfekt ausgerüstet, um in euer Fliegenfischabenteuer zu starten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der RS-Serie von Squala. Checkt unbedingt auch unsere anderen Produktreviews der Wartjacke, der Schuhe aus, denn das Ganze zusammen ist wirklich mit das Beste, was ihr aktuell auf dem Markt findet. Wir wünschen euch Title 1 damit viel Spaß beim Fischen und bis bald.